miteinander. Heute ist ein ganz gewöhnlicher Werktag und wir haben gedacht, heute machen wir ein Video. Ich möchte zum Vornherein gerade sagen, wir sind bei der Tonja heute in der Stube, in ihrem Musikstübli. Und Vida ist am Filmen und ich am Banjo spielen, sieht man. Und zwar hat es mich motiviert, weil wir haben seit Neuem jetzt ein Wächterchor Songbook. Und daraus habe ich jetzt ein Lied ausgewählt, das aus einem Psalm ist. Wenn jemand weiss, welcher Psalm das ist, kann man das schreiben beim YouTube. Zum heutigen Tag, was haben wir heute für ein Datum? Heute ist der 16. im 12. Monat im Schöpferkalender. Und wir kommen jetzt ganz nimmer näher zum neuen Jahr. Und wir haben auf unserer Webseite, wenn man bei Any Letters reingeht, einen Brief drin, wo es heisst, wann beginnt ein neues Jahr. Es wäre auch mal interessant, das vielleicht mal zu lesen. Und ich habe gedacht, zum Einklang möchte ich jetzt euch ein Lied singen. Hörst du mich, Jahua? Lass auf mich seufzen, auf mich schreien, mein König Elohim. Ja, ich will kommen und zu dir beten, früh am Morgen rufe ich zu dir. Appa, mein Vater, in der ganzen Fülle von deiner Liebe ins heilige Zelt. Will ich kommen und zu dir beten, in Ehrfurcht beuge mich vor dir. Wir werden heute mutig 3 Themen auf eine Stunde arbeiten, Okay. weil sie einfach schwierig zum Trennen sind und das eine das andere auch ein bisschen voraussetzt im Verständnis. Und so Gott will, wird es uns gelingen, dass das Video auch nicht 3 Stunden geht. Okay. Genau, das Ziel von heute ist es, den Schöpferkalender im Überblick zu verstehen, wichtige Ereignisse wie Kreuzigung, Sintflut, der Abraham oder auch das babylonische Exil am richtigen Ort einzuordnen im Schöpferkalender. Dass das möglich ist, sind eben 2 Themen ein Stück weit eine Voraussetzung. Erstens Shemitah und Jubeljahr. Um sich im Schöpferkalender eben einen Überblick zu verschaffen, müssen wir verstehen, wie ein Jubiläum aufgebaut ist oder wie der Schöpferkalender aufgebaut ist. Sonst ist das schwierig. Dann möchten wir als drittes Thema darauf eingehen, kurz auf die Apokryphenbücher kommen. Wie kann man den Schöpferkalender nutzen, um die Apokryphenbücher zu studieren? Genau, beim Einordnen der Ereignisse im Schöpferkalender haben wir auch Informationen aus den Apokryphenbüchern verwendet. Und darum ist es kurz wichtig, dass wir einfach ein bisschen zum Umgang mit den Apokryphenbüchern unsere Erfahrungen mit euch möchten teilen, damit ihr da auch gut ausgerüstet sind. Wir empfehlen die Apokryphenbücher. Wir haben auf der Homepage unter Think Tank auch eine kleine Liste drin, wo ihr schauen könnt, welche Apokryphenbücher das wir schon ein bisschen studiert haben und welche das wir empfehlen können. Genau. Okay, dann fangen wir an mit dem Thema Shemitah und Jubeljahr. Genau, was ist der Unterschied vom Shemitah zum Jubeljahr? Ein Jubiläum hat 50 Jahre. Es startet immer mit dem Jubeljahr
Nachher kommen 6 Arbeitsjahre, wovon das 6. das Rüstjahr ist. Und das 7. ist das Shemitah, ein Pausenjahr. Und die Wiederholung von 6 Arbeitsjahren und einem Shemitah wiederholt sich 7 Mal. 7 mal 7 sind 49, plus Jubeljahr sind 50. Also ein Jubiläum hat 50 Jahre. Das Shemitah und das Jubeljahr ist nicht das Gleiche. Es ist ähnlich der Unterschied wie vom Sabbat zum Neumondtag. Der Sabbat und der Neumondtag ist ja auch wirklich nicht das Gleiche. Der Sabbat ist ein Ruhetag und der Neumondtag ist ein Tag, um sich zu besammeln, um sich ausrichten und einen Neustart. Es ist sehr zu vergleichen. Das Jubeljahr ist ganz am Anfang vom Jubiläum, ist ein Neustart und ist das Nummer 1. Jubeljahr. Das Shemitah ist ein Sabbatjahr, ein Pausenjahr Shemitah. und das Jubeljahr nennt man auch Gnadenjahr, ist ein Neubeginn, eine Wiederherstellung, Neuverteilung vom Besitz, Rückführung zum Ursprünglichen oder auch Reset sind gute Begriffe, die einem den Unterschied zeigen können. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau, sollen wir mal lesen? Vielleicht Lesen wir mal. genau, was ist ein Gnadenjahr? Gibt es Hinweise in der Bibel dazu? Da lesen wir im 3. Mose 25, 8-13. Und du sollst dir 7 Jahressabbate zählen, 7 mal 7 Jahre, so dass die Tage von 7 Jahressabbaten dir 49 Jahre ausmachen. Und du sollst im 7. Monat, am 10. des Monats, den Posaunenschall erschallen lassen. Am Versöhnungstag sollt ihr die Posaune ergehen lassen und durch euer ganzes Land. Und ihr sollt das Jahr des 50. Jahres heiligen und sollt im Land Freiheit ausrufen für alle seine Bewohner. Ein Jubeljahr soll es euch sein, und ihr werdet jeder wieder zu seinem Eigentum kommen und jeder zurückkehren zu seinem Geschlecht. Ein Jubeljahr soll dies, das Jahr des 50. Jahres euch sein. Ihr sollt nicht säen und seinen Nachwuchs nicht ernten und seine unbeschnittenen Weinstöcke nicht lesen, denn ein Jubeljahr ist es. Es soll euch heilig sein, vom Feld weg sollt ihr seinen Ertrag essen. In diesem Jubeljahr sollt ihr jeder wieder zu seinem Eigentum kommen. Welche Hinweise finde ich in der Bibel, die mir bestätigen, dass Jeschua in der Zeit eines Shemitas gewirkt hat und zu Beginn des Jubeljahres gekreuzigt wurde? Lukas 4, 17-21. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Befreiung auszurufen und Blinden das Augenlicht, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück und setzte sich. Und die Augen aller in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er fing aber an, zu ihnen zu sagen: Heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Genau, wir haben jetzt 2 Bibelstellen gelesen, eine aus dem Alten Testament und eine aus dem Neuen Testament. Im ersten Teil findet man die Bibel fundiert, wie so ein Jubiläum aufgebaut ist und dass im letzten Shemitah das Jubeljahr angekündigt wird, und zwar am Versöhnungstag. Genau. Genau. Richtig. Ja. Wenn man die Tabelle anschaut, dann sieht man am Schluss,
ist es Shemitah und gerade nachher kommt das Jubeljahr. Auch das ist wieder ähnlich, wie wenn du im Monatsrhythmus bist, wo am Schluss ein Sabbat kommt und nachher kommt ein Neumondtag. Das kommt einem bekannt vor. Genau, Jeschua selber ist an seinem Geburtstag im Shemitah in der Mitte vom Jahr am Versöhnungstag in der Synagoge gsi und hat den Jesaja aufgeschlagen und das gelesen, wo es ums Gnadenjahr geht und sagt, das hat sich jetzt vor euren Ohren, vor euren Augen erfüllt. Und dann tut er die Buchrolle zu und gibt sie wieder zurück. Und somit hat er selber das Jubeljahr angekündigt in der Mitte vom Shemitah. Stunde kommt auch noch eins. Komm, zuhören. Zuhören helfen. Ich brauche Hilfe. Wir reden jetzt über Kühle. Über Jahr. Ein Kühle ist ein Jahr. Wie viele Kühle haben wir da? 6 Kühle. Genau. Ja. Wir nehmen noch eine 7. Kuh dazu. Die schläfelt. Das ist das Shemitah-Jahr. Nach 6 Arbeitsjahren kommt das Shemitah-Jahr. Das ist eine komplette Jahrwoche. In einem Jubiläum hat es 50 Jahre. Wir nehmen hier eine Jubiläumskuh. Das ist das Jubeljahr. Das Jubeljahr ist am Anfang von diesen 50 Jahren und zeigt dir auch, in welchem Jubiläum das du bist. Also wenn das 99. Jubeljahr ist, dann bist du da im 99. Jubiläum, im ersten Jahr. Das ist das 1. Das erste Jahr vom Jubiläum. Und das ist das 1. Das erste Jahr von der Jahrwoche. Also wenn du zum Beispiel im Jubeljahr geboren bist, Geburtstag hast, dann bist du im Jubeljahr. Hast du dein Geburtsdatum. Wenn du im ersten Jahr von der ersten Jahrwoche geboren bist, dann bist du in einem Arbeitsjahr geboren. Das ist eben die Verwirrung, die stattgefunden hat. Weil wenn man nämlich das Eis stibitzt, dann weiss man nicht mehr, wo man ist. Genau. 7 Mal eine komplette Jahrwoche. Das ist eine komplette Jahrwoche. 7 mal 7 gibt 49. Plus 1 gibt 50. Erste Jahrwoche. Zweite Jahrwoche. Dritte Jahrwoche. Bis auf 7. Und dann kommt eine neue Kuh. Das 100. Jubiläum fängt nach einem Shemitah an, vom 99. Jubiläum, das letzte Shemitah. Und dann kommt das Jubeljahr 100, gerade nebendran. Das Kühli, das kann hornen und sagt, Achtung, es kommt ein neues Jubeljahr. Da bin ich. Und dann geht es wieder von vorne los. Dann ist das 100. Jubeljahr ist Nummer 1. Aber ich bin auch das Nummer 1. Ich bin nämlich das 1 von der ersten Jahrwoche. Aber ich bin eins vom Jubiläum. Okay. Welches ist das Rüstjahr? Welches ist das Rüstjahr? Ja. Die dicke Kuh. Die muss man rüsten. Teenager. Das muss länger für da. Genau. Und spannend ist ja, wenn wir ganz am Schluss sind und das 100. kommt, dann muss nämlich das Rüstjahr für 2 länger. Dicke Kuh. Lang für 2. Also wenn ihr in der Bibel leset, von 50, von 49, von 7, von 1, dann müsst ihr immer kontrollieren, sind ihr in der Jahrwoche oder sind ihr im Jubiläum? Die schlafende Kuh. Redet man vom Jubiläum oder redet man von der Jahrwoche? Jahrwoche. Weil dann ist beides ein Eis und doch ist es nicht das Gleiche.
Timia, zeig mir mal eine komplette Jahrwoche. Was ist das? Soll ich? Tudut! Und sag mir mal ein Jubiläum. Jubiläum. Das Jubiläum. Jubiläum geht 7 Mal, das Ganze hier, 7 Mal. Okay. Zeig mir mal das Jubeljahr. Das da. Richtig. Zeig mir mal das dritte Jahr in der ersten Jahrwoche. Richtig. Zeig mir mal das erste Jahr in der ersten Jahrwoche. Richtig. Zeig mir mal das Rüstjahr. Zeig mir die Mitte. Bravo. Gerade auf der nächsten Seite im Büchlein hat man so einen Überblick über die ganze Weltzeit. Jedes Häuseli ist ein Jahr. Absolut faszinierend, dass das Platz hat auf so einem. Liebe Tonja, ich habe dich vom Wäschmachen von deinem Arbeitstag abgehalten, weil ich muss noch eine Frage klären. Wieso kommst du drauf, dass das Jubeljahr am Anfang und nicht am Schluss angehängt ist? Gute Frage. Super Frage. Es gibt mehrere Antworten auf die Frage. Ich nehme eine, die mit Apokryphen zu tun hat, weil das ja das Thema heute auch noch ist. Und zwar im Buch von Adam und Eva findest du die Information, dass Adam und Eva 7 Jahre im Paradies waren und nach Ablauf von 7 Jahren, von genau 7 Jahren, genau an dem Tag, wo sie ins Paradies gekommen sind, ist der Sündenfall gewesen. Das findest du im Apokryphenbuch Adam und Eva. Jetzt ist die Frage, wann sind sie denn ins Paradies gekommen? Auch das kannst du dort nachlesen. Dort steht, dass der Adam nach seiner Erschaffung noch 33 Tage warten, bis er ins Paradies gekommen ist. 7 Tage und 33 müssen wir Frauen auch heute noch, wenn wir ein Bübli überkämen, warten, bis wir das Bübli dürfen in den Tempel bringen. 40 Tage. Zählt vom Neumondtag aus. Weil Gott bei der Schöpfungsgeschichte am Neumondtag verkündet hat, dass er Adam und auch Eva wird erschaffen. Also hat er am Neumondtag entschieden. Und so zählst du von dort aus 40 Tage, kommst auf den 2. Monat, 10. Tag. Wir sehen hier eine komplette Jahrwoche mit einer Shemitah, 6 Arbeitsjahre. Wenn sie jetzt erschaffen worden sind, hier im 2. Monat, 10. Tag, und sie sind komplette 7 Jahre im Paradies gewesen, dann ist es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ist auch das komplett und das nächste Kühle, das hier kommt, nehmen wir ein bisschen grosses, ist gleich. Da wäre der Sündenfall. Da sind wir aber nicht mehr in der ersten Jahrwoche. Und es steht ganz deutlich, in der ersten Jahrwoche des ersten Jubiläum waren Adam und sein Weib 7 Jahre im Garten Eden, ihn pflegend und ihn hütend. Also da wäre es nicht mehr in der ersten Jahrwoche. Was bedeutet, irgendwas ist da falsch? Nein, es hat vorne dran ein Jubeljahr. Adam und Eva sind im Jubeljahr geschaffen worden. Logisch. Neuanfang, Start, Rückführung oder Neubeginn. Auf jeden Fall sind sie da geschaffen worden. Und ins Paradies gekommen, 2. Monat, 10. Tag. Und jetzt zählen wir nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 komplette. Und von dem noch ein bisschen das Viertel vom Shemitah. Das heisst, der Sündenfall war im Shemitah. Und an dieser Dokumentation merken wir, dass vorne dran ein Jubeljahr hat müssen haben.
Wir machen es einfach mal. Ja, Ich glaube, es tut nicht schlecht. Dann